Ja, moin zusammen, hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns nochmal an, was die Unterschiede zwischen einer weißen und einer schwarzen Grundierung sind. Denn im letzten Video, das findet ihr gleich da, hatte mich einer darum gebeten, die beiden Miniaturen komplett zu bemalen und nochmal zu zeigen, was genau die Unterschiede sind. So, und deswegen werde ich jetzt zwei identische Miniaturen nehmen und diese dann auch bemalen. Also eine mit schwarzer und eine mit weißer Grundierung. Am Ende vergleichen wir die beiden Ergebnisse, um zu sehen, welche Techniken für welchen Stil oder für welchen Zweck am besten geeignet ist. Los geht's! So, da sind wir jetzt. Hier sind die beiden Figuren. Ja. Beide Miniaturen, exakt die gleichen Modelle. Ja. Seht ihr hier schwarz, dieses ist weiß. Damit wir einen fairen Vergleich haben. Die ersten Miniaturen wird mit Schwarzgrundierung, die erste Miniatur wird mit schwarzer Grundierung besprüht und eignet sich hervorragend, wenn man dunkle und intensive Schatten möchte. Ja, dafür sind die schwarzen ganz schön. Die zweite Miniatur hat die weiße Grundierung abbekommen. Hoppala, bisschen zu nah an der Lampe. Und weiße Grundierung ist eigentlich ideal, um helle Farben, leuchtende Strahlen wirken zu lassen. Ja? Gelb oder Orange. Ja? Oder generell die Farben heller zu machen. Ja? So. Die Farben sind hier alles Acryl. Ja gut, bis auf das ist halt Silber, das Gunmetal. Ja? Und zwar werde ich sie genauso bemalen, wie sie auf dem Cover sind. Das sind nämlich immer noch die Dreadball Orks. Also andere Modelle als vom letzten Video, aber es sind halt immer noch die Dreadball Orks. Sehr, sehr cooles Spiel an sich. Und ja, die beiden werden wir uns jetzt krallen und wir fangen an mit der schwarzen. Das ist einer von den Dreadball Orks. Die Haut, logisch, wird grün. Rüstung wird rot. Silber kriegen sie hier ein paar Teile. Am Lendenschurz zum Beispiel sieht man das. Da ist ein bisschen metallisch. Und eine Schuhe, so die Stahlkappen. Ja, sieht man ja hier. Ja, so. Genau. Das Schwarz wird hier, Teile der Rüstung auch, werden schwarz. Und dieses Tuch. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Dann muss ich das hinterher ein bisschen mit Weiß halt mischen, dass ich das ein bisschen die Ränder aufhelle. Ja, matt-weiß werden hier die Zahlen auf den Schulterplatten. Und Banshee Brown benutze ich für die Krallen und ein bisschen für die Zähne. Ja, also, los geht's. So, die Miniatur mit schwarzer Grundierung bemalen wir zuerst. Ich beginne mit der roten Farbe für die Rüstung. Und dann mache ich halt nach und nach alles soweit fertig. Wenn man auf schwarzer Grundierung malt, wirken die Farben oft etwas gedämpft, also ein bisschen dunkler, nicht so kräftig. Und häufig muss man auch mehrere Schichten auflegen, um die Farben deckend zu bekommen. Das ist aber gar nicht schlimm, weil man das direkt kombinieren kann, so wie ich das jetzt hier mache. Anhand der Haut seht ihr das. Ich habe die erste Schicht komplett drauf und gehe jetzt mit demselben Grün tatsächlich einfach vorsichtig nochmal drüber und gucke, dass ich alle Vertiefungen auslasse quasi. Also dass ich das Grün nur auf die oberen Partien mache. Wie jetzt hier zum Beispiel bei den Fingern. Das zwischen den Fingern bleibt das dunkelgrün und obendrauf kommt dann die neue Schicht grün. Dasselbe kann man dann natürlich auch machen, wie zum Beispiel bei der Rüstung. Das oben habe ich auch nochmal mehr Schichten drauf gemacht. Und ganz oben, wo das Licht in Anführungsstrichen drauf scheinen würde, wäre das ja heller bei den Schulterpanzern. Da habe ich dann noch ein paar Schichten mehr drauf gemacht. Dadurch wird die Farbe halt kräftiger. Und man hat einen nahtlosen Übergang in Anführungsstrichen. Das werdet ihr nachher sehen, wenn wir die beiden Figuren nebeneinander auch haben. Weil das geht leider nicht so gut beim Weißen, habe ich festgestellt. Oder ich kann es nicht so gut beim Weißen. Ich male ja meistens mit Schwarz oder trocken gebürstet mit Weiß. So, also ihr seht, ich lasse immer so ein bisschen Rand
und schaue, dass das wirklich quasi, als würde das Licht von oben kommen, so bemale ich das. Hier sieht man es auch wieder gut oben bei den Schulterpanzern. Ja, und so sieht die fertige Figur dann aus. Am Ende kommt nochmal natürlich ein Vergleichsfoto, wo dann die hellere Figur ist. Aber die muss ich ja jetzt auch erstmal bemalen. Und ja, da fangen wir doch direkt mit an. Und danke auch an meinen Sponsor von Kutami. So, da haben wir die weiße Figur. Man sieht schon direkt, wie ich finde, dass man da echt schwer die Details erkennt. Also ich persönlich, ich erkenne die super schwer in dem Weißen. So, wir fangen aber genauso mit dem Weißen an. Wir fangen genauso mit der roten Rüstung an. Auf weißer Grundierung wirken Farben oft ja, sofort heller und strahlender. Was gerade bei lebendigen oder fantasievollen Designs toll ist. Also ich sage jetzt mal irgendwelche Pixies, Fairies oder ja, irgendwelche niedlichen Klamotten. Ein Vorteil der weißen Grundierung ist, dass man schneller Ergebnisse erzielen kann. Das Problem ist halt nur, dass Fehler fallen halt hier viel stärker auf und müssen sauber korrigiert werden. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit gekostet, da ordentlich zu malen. Ja, aber ja, schaut euch einfach mal die Miniatur an. Schauen wir uns die beiden Miniaturen im direkten Vergleich an. Hier haben wir die schwarze Grundierung, die Farben sind etwas dunkler und die Schatten betonen die Details automatisch. Das ist perfekt für einen realistischen oder grimmigen Look. Und hier ist die weiße grundierte Miniatur. Die Farben sind viel heller und knalliger. Das eignet sich ideal für einen fantasievollen oder heroischen Stil. Welche von beiden Techniken bevorzugt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und pusht damit ruhig ein bisschen das Video. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Vergleich hat euch geholfen, die Unterschiede zwischen weißer und schwarzer Grundierung noch ein bisschen besser zu verstehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal für mehr Tabletop- und Miniaturmal-Content. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Happy Painting! Bye, bye!